Viele wollen ein Konto im Ausland eröffnen, weil sie meinen, dort gäbe es weniger Kontrollen, dort gäbe es weniger Fragen, dort sei alles erlaubt. Warum das garantiert nicht so ist, dazu will ich dir mehr in diesem Video erzählen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren und Workshops findest du im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Wir eröffnen seit 2006 Konten für Mandanten im Ausland, und zwar sowohl für Unternehmen als auch für natürliche Personen. Wir haben schon mit Banken in UK, USA, Irland, Malta, Singapur, Hongkong, Schweiz, Liechtenstein, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahamas, Cayman Islands und so weiter zusammengearbeitet und dort Konten eröffnet. Und nach fast 20 Jahren Erfahrung mit Banken weltweit kann ich dir sagen, dass Banking fast nirgendwo so einfach ist wie in Deutschland. Ja, das hast du richtig gehört. Mir ist im Grunde genommen kein Land bekannt, wo so wenige Fragen gefragt werden wie von deutschen Konten. Und mir ist im Grunde auch kein Land bekannt, wo Konten so selten eingefroren, gesperrt oder geschlossen werden wie in Deutschland. Natürlich haben auch deutsche Banken ihre Grenzen. Wir haben das ja vielfach gehört. Wenn man hier über einen unregulierten Exchange zum Beispiel Krypto in Euro umtauscht und sich dann die Euro auf sein Konto auszahlen lässt, dann passiert es eben schon mal, dass dann die Gelder eingefroren werden oder das Konto geschlossen wird. Aber so grundsätzlich in der tagtäglichen Handhabe sind Konten bei deutschen Banken schon ziemlich benutzerfreundlich. Hier kannst du in der Regel auch hohe Überweisungen tätigen oder empfangen, ohne dass dort groß nachgefragt wird. Kapitalkontrollen gibt es in Deutschland ja sowieso nicht. Und es muss schon wirklich viel passieren, dass mal ein Konto wirklich hier gesperrt wird. Das Krypto-Beispiel hatte ich ja schon genannt. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, was wir immer wieder erleben, Mandanten ziehen in ein Land um, was von der Bank nicht unterstützt wird, und dann wird das Konto geschlossen. Vor kurzem zum Beispiel zog ein Mandant nach Panama um, hat das seiner Bank dann gemeldet und zack, war das Konto zu. Kein Wunder, Panama steht natürlich hier auf einer der schwarzen Liste, und das haben wir ja schon vielfach in Videos gesagt. Wenn du zum Beispiel in einem Land wohnst, das auf einer grauen oder schwarzen Liste der EU oder der FATF steht, dann wird es schwierig, oder auch Überweisungen in ein solches Land zu tätigen oder Gelder von einem solchen Land zu bekommen, ist kompliziert. Aber das gilt für Banken in allen Ländern, mein Lieber, nicht nur für deutsche Banken. Das Thema Banking ist bei einem Umzugsvorhaben ins Ausland tatsächlich das Thema, was vielfach am komplexesten und am schwierigsten ist. Oftmals dauern Kontoeröffnungen sehr lange. Hier kann es zum Teil mehrere Monate dauern, bis du ein Konto hast, zum Beispiel bei einer Bank in Liechtenstein oder auch in anderen Ländern. Natürlich hängt immer alles sehr stark von den individuellen Umständen ab. Was ist dein Status? Natürlich ist es einfacher, ein Konto in Dubai zu eröffnen, wenn du in Dubai wohnst und dort die entsprechende Residence Permit hast. Natürlich spielt auch die Einlage, die du deponierst, eine große Rolle, ganz klar. Aber viele Mandanten sind zunächst mal erschrocken, wenn sie erfahren, dass die Bank, wo sie ein Konto eröffnen möchten, ihnen nicht helfen will, weil sie zum Beispiel in einem Land wohnen, das von der Bank nicht bedient wird. Das Beispiel von Panama hatte ich ja vorhin schon erzählt. Doch es ist nicht nur die Kontoeröffnung, die sich vielfach als komplex erweist.
Auch das laufende Handling mit der Bank, das laufende Handling des Bankkontos ist vielfach komplizierter, als man sich das wünscht. Ich kann mich erinnern, als wir so um das Jahr 2010, 2011 Konten bei einer bestimmten Bank in Malta eröffnet haben für maltesische Gesellschaften. Ja, also eine Bank vor Ort in Malta, maltesische Gesellschaft, der Mandant wohnt selbst auch in Malta. Dort gab es hanebüchende Zustände. Dort kamen zum Teil Überweisungen an in Höhe von vielleicht 4.000 Euro und der Mandant musste dann hier gleich eine komplette Dokumentation in Form von Rechnungen und Verträgen einreichen, damit das Geld auf seinem Konto gutgeschrieben wurde. Ein anderes Beispiel. Viele von euch eröffnen wahrscheinlich Konten bei Wise und Revolut. Dort kannst du ja Konten eröffnen als natürliche Person, also private Konten und auch geschäftliche Konten. Wenn du auf dein privates Konto bei Wise oder Revolut Zahlungen von Kunden bekommst, weil du zum Beispiel Freiberufler bist, dann ist es vielfach so, dass das Konto sofort geschlossen wird. Damit du hier Zahlungen von Kunden erhalten kannst, musst du nämlich bei Wise oder Revolut ein Geschäftskonto für Freiberufler eröffnen. Anderes Beispiel. Wir haben einen Mandanten, der ist vor kurzem nach Dubai umgezogen, hat es dort auch geschafft, geschäftliche Konten für seine Gesellschaft in Dubai zu eröffnen und auch für sich privat bei einer der führenden Banken in Dubai. Zunächst mal musste er natürlich nachweisen, dass er die entsprechende finanzielle Potenz hatte. Damit er ein Konto eröffnen konnte, musste er einen gewissen Mindestumsatz in den letzten 2 Jahren nachweisen. Das konnte er. Er hat die Konten bekommen. Dann hat er von seiner englischen Gesellschaft monatlich ein Gehalt auf sein Konto in Dubai überwiesen, also auf sein privates Konto in Dubai. Keine gigantischen Beträge, 25.000 Euro vielleicht. Nach 3 Monaten war das Konto geschlossen. Andere Mandanten haben Krypto umgetauscht und haben hier zum Beispiel 100.000 Dollar auf ihr Konto in Dubai überwiesen. Das Konto war sofort geschlossen. Viele verstehen nicht, dass das Konto erstmal warm laufen muss, dass du über eine längere Periode dort kleinere Beträge einzahlen musst, bevor du dann größere Beträge überweisen kannst. Und nun ja, was sind größere Beträge? Für manche Banken im Ausland sind es 10.000 Euro, für andere Banken 100.000 Euro. Natürlich hängt immer alles von den persönlichen Umständen ab. Wo wohnst du? In welcher Branche bist du tätig? Welche Gelder werden auf das Konto überwiesen? In welcher Höhe und so weiter und so fort. Da kommt es also sehr stark auf den individuellen Fall an. Ich bin sicher, dass einige von euch, die jetzt hier meine Beispiele hören, ganz andere Erfahrungen gemacht haben, weil einfach die persönlichen Umstände andere sind. Aber darum geht es auch gar nicht. Ich will dir einfach nur ganz grundsätzlich sagen, du solltest nicht damit rechnen, dass bei Banken im Ausland alles besser und einfacher ist. Ich würde vom Gegenteil ausgehen. Ich glaube, als Faustregel kann man sagen, je größer die Bank ist und je größer das Land ist, in dem sich die Bank befindet, desto einfacher ist das Banking. Deutschland hatte ich ja schon als Beispiel gesagt. Ein anderes Beispiel ist UK. Wir hatten schon vor einigen Jahren einen Mandanten, der war Deutscher und professioneller Pokerspieler. Damals konnte man beim Online-Poker noch richtig Geld verdienen. Er lebte in UK. Dort sind auch die Gewinne von professionellen Spielern steuerfrei. Hatte dort einfach ein ganz popliges Konto bei der Barclays. Nichts Besonderes. Nicht jetzt irgendwie beim Private Banking Teil von Barclays. Ein ganz normales Konto, was er dort in einer Filiale eröffnet hat. Und auf diesem Konto gingen Hunderttausende ein, um nicht zu sagen Millionen über die Jahre. Da ist nie irgendwas passiert, da gab es nie irgendwelche Probleme, Nachfragen oder sonst irgendwas. Ähnliches könnte ich auch von den USA berichten. Viele unserer Mandanten verwenden für US-LLCs die Mercury Bank, eine Online-Bank, die man sehr empfehlen kann. Im Vergleich zum Beispiel zu den europäischen Online-Banken, Wise oder Revolut, ist Mercury wenigstens momentan noch extrem pflegeleicht. Egal wie groß die Überweisungen sind, die da eingehen oder die von dem Konto gemacht werden, dort gibt es praktisch nie Probleme, wenigstens meiner Erfahrung nach nicht. Und ich habe auch nichts gehört von Mandanten, dass es dort Probleme gegeben hätte. Auch Banking bei den traditionellen Banken in den USA, Chase, Bank of America
und so weiter ist sehr einfach und ähnlich wie in Deutschland auch. Da können große Beträge eingehen, abgehen. Da gibt es wenig bis gar keine Fragen. In den USA finde ich, meiner Erfahrung nach, ich habe dort fast 10 Jahre gelebt, gibt es immer diese problematische Dimension der Auslandsaktivität. In den USA ist eben alles eingestellt auf Anwesenheit in den USA. Wenn du jetzt vielfach reist zum Beispiel und das US-Konto bei Chase oder Bank of America aus dem Ausland bedienst oder deine Karte im Ausland vielfach verwendest, kann das tatsächlich zu Problemen führen. Zum Teil auch zu haarsträubenden Situationen, dass du dann in den USA in eine Filiale musst und dich dort persönlich ausweisen musst, damit die Karte oder das Konto wieder freigeschaltet wird. Bei Mercury gibt es dieses Problem nicht. Mercury ist eben auf internationale Startups ausgelegt, aber eben bei den traditionellen Banken muss man vorsichtig sein. Dieser konkrete Aspekt wird übrigens zunehmend ein Problem auch bei anderen Banken. Wir haben Ähnliches beobachten können bei Banken in Irland, wo Mandanten ein irisches Unternehmen gegründet hatten, aber selbst relativ wenig in Irland waren. Und irgendwann hat die Bank angerufen und hat gesagt, wir machen das Konto jetzt zu. Wir konnten hier aufgrund unserer Geo-Tracking-Funktionalität sehen, dass sie ja Überweisungen nie von Irland aus machen, demnach nie in Irland sind. Da wollen wir sie nicht als Kunden haben. Von einer deutschen Bank habe ich noch nie gehört, dass dieses Geo-Tracking ein Problem sein könnte. Also, wie dem auch sei, wichtig sind für dich, dass du 2 Dinge verstehst. Erstens, die Kontoeröffnung im Ausland und auch das laufende Banking sind komplizierter, als du es dir vorstellst. Wobei, wie gesagt, alles natürlich von den konkreten Parametern abhängt. Und die Kunst ist eben, die Parameter so einzustellen, dass du möglichst keine Schwierigkeiten hast. Zweitens, Kontoeröffnungen im Ausland zu etablieren, die funktionieren, ist ebenfalls ein komplizierter Vorgang. Hier solltest du, wenn du planst auszuwandern oder im Ausland tätig zu werden, relativ viel Zeit einplanen, natürlich je nach Land. Ich hatte vorhin schon gesagt, es kann zum Teil mehrere Monate dauern, bis du ein Konto im Ausland dann tatsächlich eröffnet hast. Das musst du einfach zeitlich einplanen. Also ganz grundsätzlich, wenn du Videos auf YouTube siehst, wo hier beschrieben wird, dass alles kein Problem ist, das ist alles extrem einfach, das kann man alles ganz einfach machen, dann wäre ich an deiner Stelle dort sehr misstrauisch. Nichts im Leben ist einfach, das sollte deine Prämisse sein. Zumindest nichts, was wertvoll ist. Und eins ist ganz klar, eine funktionierende internationale Bankverbindung ist sehr wertvoll. Das musst du dir auf jeden Fall bewusst werden. Das heißt, wenn du das Konto hast, dann musst du realisieren, dass das ein echtes Asset ist. Das heißt, du musst alles dafür tun, damit hier die Bank reibungslos mit dir zusammenarbeiten kann, dich an die Absprachen halten, dich an die Regeln halten, eben dich so zu verhalten, wie es die Bank erwartet. Und dazu gehört im Wesentlichen Transparenz. Das ist der beste Weg, um zukünftigen Ärger zu vermeiden. Wenn das Thema Banking und Kontoeröffnung im Ausland auch für dich relevant ist, weil du planst, ins Ausland umzuziehen oder aber im Ausland geschäftlich aktiv zu werden, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wie ich dir in diesem Video berichtet habe, befassen wir uns seit fast 20 Jahren mit nichts anderem, als Mandanten dabei zu helfen, im Ausland Fuß zu fassen, ihre steuerliche Situation zu optimieren, ihr Vermögen zu schützen und neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.